Also jetzt zunächst einmal gibt es festzuhalten, guten Morgen, und dann hier ist relativ viel Verkehr. Westdeutschland, ehemalige DDR. Ich möchte eigentlich zum Grenzdenkmal Hüttensleben, das werden wir auch noch verfilmen, aber kurz vorweg, wir haben hier schon einen ehemaligen, ja, Grenzübergang wird es nicht gewesen sein, aber Relikte der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und zwar sehen wir hier erstmal auf der westdeutschen Seite noch, ich nehme an, historisches Pflaster, so wie wir das auch zu der früheren Zeit schon hier liegen hatten. Und dann haben wir hier vorne so ein kleines Flüsschen oder so ein Bachlauf, und ich gehe da ganz stark von aus, hier wird die ehemalige Grenze gewesen sein. Ich muss noch mal eben kurz auf ein Auto warten, das hier vorbeifährt. So, jetzt können wir weitermachen. Also, diese Brücke wird es aller Voraussicht nach eben nicht gegeben haben, weil links ist Niedersachsen, rechts müsste dann Sachsen-Anhalt sein. Und hier direkt auf der Seite der ehemaligen DDR sehen wir auch schon diese typische Betonplattenbauweise, die man eben hier in der Zone, wie wir das so schön nannten, gehabt haben. Ein Hinweisschild auf die deutsch-deutsche Teilung haben wir hier vorne stehen. Die sind hier im Grenzbereich sehr häufig anzufinden, und die sind auch immer mit dem genauen Datum und auch der Uhrzeit markiert, beziehungsweise ausgestattet. Ja, und da bin ich halt gerade hergefahren. Ich dachte, cool, interessante Sache, denn hier haben wir noch mal einen Blick auf etwas, was einem so eigentlich auch verwehrt bleibt, beziehungsweise wenn man da nicht mit offenen Augen durch die Gegend fährt, wird man das so wahrscheinlich gar nicht mehr feststellen können. Toll wäre natürlich, wenn man jetzt hier noch irgendwie Bilder hätte, wie sah es hier mal aus, ne, zu Zeiten eben vor dem 14. April 1990 um 10 Uhr. So, und jetzt fahren wir weiter zum Grenzdenkmal. Ja, mit diesen ersten Eindrücken und den vorangegangenen kleinen Grenzübergangs- oder Grenzsperrbesichtigung heiße ich herzlich willkommen im Grenzmuseum Hüttensleben. Das Ganze, beziehungsweise das Grenzdenkmals Hüttensleben, das Ganze ist hier genauso aufgebaut, letzten Endes, wie man das auch aus Marienborn kennt, mit diesen Häusern. Steht auch hier unten noch drauf. Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, also hier findet irgendeine Kooperation statt. Und ja, auf die einzelnen Elemente gehen wir gleich mal ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier alles original so stand. Es macht allerdings den Eindruck, den Kolonnenweg wird man hier, denke ich, nicht nachträglich angelegt haben. Und als auch die Mauer, ich glaube, diese Bauten, das hat man nicht nachträglich wieder aufgebaut. Ich denke, das hat man stehen lassen. Auf der anderen Seite geht dieser Kolonnenweg nämlich auch weiter. Das ist ganz nett angelegt, denn der kommt hier durch. Man fährt also quasi imaginär durch das Tor, und da vorne auf dem Parkplatz geht das weiter. Und ja, hier vorne sind noch zwei so modernere Betonelemente eingesetzt, so als Erinnerung daran oder als Weiterführung. So, wir gehen einmal ganz kurz hier auf dieses Teil ein, nicht allzu lange. Aber nur euch das mal eben zu zeigen. Wir haben hier also auch mal wieder eine ordentliche Bebilderung. Wir haben einiges da erklärt. Wir haben hier eine Übersicht auch über das, was man sich hier genau anschauen kann. Und hier haben wir dann auch noch mal die Entwicklung der Grenze als solche. Das fängt dann eben an, ne? 1950 und so weiter und so fort. Verschiedene Ausbaustufen. Hier unten sind zwei Grenzer abgebildet. Ja, auf jeden Fall eine informative Geschichte. Und wir gehen jetzt erstmal nach oben in diesen Bereich rein. Das ist also Richtung Süden, und wir gehen dann mal so die einzelnen Stationen ab. Wir werden nachher aber auch noch auf die andere Seite gehen. Da hinten gibt es nämlich auch noch interessante Dinge zu sehen.
Also dürft gespannt sein, bleibt dabei. Und jetzt gibt es erstmal hier so ein paar Eindrücke. Also ich muss sagen, diese Stelen, die die hier aufgestellt haben, sind wirklich sehr informativ. Richtig toll gestaltet, super Fotos drauf und es wird auch diverse Dinge erklärt. Wir haben hier zum Beispiel den Kolonnenweg und hier ist auch von dem gekürzten Beobachtungsturm Typ BT11 die Rede. Den sieht man da vorne. Den werden wir gleich auch noch sehen. Der liegt nämlich da hinten runter. Und wie man hier auch schön erkennen kann, der Kontrollstreifen, und den sieht man dann auch hier vorne. Den hat man also so gesehen einfach erhalten und der wird auch weiter gepflegt. Allerdings wird er nicht mehr vom Unkraut befreit durch dem Ausbringen von Herbiziden, wie das hier schön bilddokumentarisch dargestellt ist. Super interessant. Auch hier interessant. Hier steht was, Spuren des Fluchtversuchs, und hier sieht man im Hintergrund auf dem Bild auch noch den Kfz-Sperrgraben, beziehungsweise in diesem Fall ist es vielleicht nicht unbedingt ein Sperrgraben, aber es ist auf jeden Fall eine Sperrmauer, die so schräg nach oben hochgeht, direkt im Anschluss an den Kontrollstreifen. So, das wollte ich auch noch mal eben kurz erklärt haben. Ihr habt gerade auch schon gesehen in dem kurzen Einspieler diese Lichtmasten hier, die hier überall stehen. Auch diese typische Betonbauweise hatte man ja auch viel im Osten. Super interessant. Schön, dass das hier alles so erhalten geblieben ist. Ja, da oben könnt ihr schon diesen Grenzführungsturm erkennen. Da gehen wir natürlich auch noch hin. Ja, dann hier noch so ein paar Eindrücke. Und wir werden hier vorne dann an der nächsten Stele noch mal weitermachen. So, ja, Stele Nummer 3, beziehungsweise eigentlich Nummer 2. Das erste ist ja da hinten das Tor. Wir kommen aus der Richtung. Und hier wird auch wunderbar auf diese Mauern und Lichttrassen eingegangen. Ganz toll ist auch, dass wir hier noch eine historische Fotografie haben. Das stammt von dem Herrn Jürgen Ritter aus den 1980er Jahren. Und wir sehen hierauf ein relativ markantes Gebäude. Und wenn ich jetzt hier mal ein Stück zurückgehe, sehe ich da vorne in diese Richtung geradeaus ebenfalls so ein markantes Gebäude. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es sich dabei eben um selbiges handelt. In der Mitte sehe ich da jetzt allerdings, ja doch, sind zwei Schornsteine. Ja, seht ihr jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. Das ist definitiv das Gebäude und wir befinden uns eben hier zwischen diesem Zaun und auch hier eben zwischen der Mauer. Das ist auch noch mal ganz klasse hier auf dem Bild zu erkennen, denn es wird von Westdeutschland aufgenommen. Das heißt, ja, unser Standpunkt und Standort ist ungefähr hier vorne, vielleicht ein bisschen weiter links. Und diese Mauer ist letzten Endes das, worauf ihr da blickt, und dahinter ist dann nochmal entsprechend der Zaun, den man eben nur von hier aus sehen kann. Hier hinten ebenfalls diese Mauer und auch die Zaunstruktur ist hier auch noch im Original so erhalten worden. Das hat man da stehen lassen. Finde ich auch richtig klasse. Da vorne ist auch noch irgendwie, ach ja genau, oh, da sind auch noch unterschiedliche Lampen. Also die haben einen unterschiedliche Bauweise zu diesen hier, die sind auch niedriger. Das gucken wir uns da auch noch mal an. Die haben dann wohl zwischen den Zwischenraum Mauer als auch Zaun haben die dann auch noch mal ausgeleuchtet. Also wirklich hochinteressant, super spannend gemacht das Ganze. Und hier auch noch mal, so wie das eben dann auch in der Nacht aussah. Das war also permanent beleuchtet. Aufnahme von 1968. Ich bin jetzt hier genau dahin gegangen, wo wir das gerade auch schon auf der Karte gesehen haben. Also diese Mauer hier, die ist also so aus dem Stegreif nicht zu überwinden. Ich weiß nicht, was wir für eine Höhe da haben. Mit 2,50 Meter, 3 Meter sind das sicherlich. Da oben auch noch mal in beide Richtungen seht ihr ja mit Stacheldraht nach links wie rechts abgeschirmt. Dann haben wir hier diesen entsprechenden Weg dazwischen. Und wir haben dann hier nochmal eigentlich den klassischen Streckmetallzaun. Hier allerdings in einer Ausführung von 2 Metern. Naja, viel höher musste der auch nicht sein. Wir haben da hinten ja schon ein Riesenhindernis. Und was wir hier auch nochmal sehr klar erkennen können, das ist
diesen Stacheldraht, den man auch noch mal nach links, in diesem Fall Richtung Osten, ausgerichtet hat. Und hier vorne vor sieht man auch noch jede Menge einzeln verlaufende Stacheldrahtbahnen. Also das ist hier schon sehr eindrucksvoll. Das habe ich so in dieser Gesamtheit auch noch nicht gesehen. Ich war hier zwar schon mal, aber ich habe mich dieser Struktur hier vorne einfach nicht so sehr gewidmet. Ich war da mehr darauf bedacht, einfach sowieso überhaupt mal hier so einen groben Überblick zu bekommen. Also muss ich sagen, sehr eindrucksvoll bisher. Ja, und auch in dem Gelände selber hatte man hier auch noch einen Kontrollstreifen angelegt. Das sehe ich jetzt erst, steht vielleicht auf der Stele geschrieben, aber wie sich das für mich darstellt, ist das eigentlich eindeutig. Auch hier konnte man dann schauen, falls jemand diesen Bereich betreten hat, hat man dann entsprechend sofort die Fußspuren gesehen. Ja, hier vorne ist eine kleine Öffnung, nämlich in dem Tor drin. Man kann da also auch reingehen und sich das alles genau begucken. Jetzt gehen wir hier vorne mal weiter. Jetzt habe ich hier noch was entdeckt. Das hatte ich auch bei meiner ersten Begehung, glaube ich, gar nicht gesehen. Das sieht jetzt irgendwie erstmal aus wie so eine Art Postenhäuschen, aber ob da mal jemand drin stand, da fehlt mir jetzt irgendwie die Erklärung zu. Das kann ich jetzt nicht verorten, was das ist. Wir sehen hier auf jeden Fall irgendwie was, irgendein Metall, irgendeine Art von Metallkonstruktion. Tja, nee, wie eine Dings sieht mir das nicht aus. Wie ein kleiner Schlagbaum sieht mir das nicht aus, scheint auch nicht so zu funktionieren. Auf jeden Fall haben wir hier so ein komisches Kästchen. Na, nee, ein Postenhaus wird das nicht sein, das ist auch ein bisschen zu schmal. Aber dennoch, interessantes Teil. Das würde mich schon interessieren, was wir da genau haben. Gucken wir mal eben hier auf dieser Seite, was wir hier noch erkennen können. Ach, das ist, glaube ich, hier dieser Anschluss für diesen Fernmeldesprecher. Da fehlt mir jetzt auch gerade die Bezeichnung, aber ich meine, dass man hier entsprechend dann mit dem Turm etc. kommunizieren konnte. Das hatten wir in dem anderen Grenzmuseumsvideo gesehen, dessen Name ich euch hier noch eben einblende. Da findet ihr auf jeden Fall was dazu. Hier haben wir noch ganz interessant, ja, es sind auf jeden Fall Plaketten dran des Herstellers. Das fotografiere ich euch gleich mal ab. Vielleicht kann man das dann vernünftig erkennen, was da genau drauf steht. Auch eine interessante Struktur. Handelt sich hier vermutlich auch um irgendeine Art von Technikkasten. Wir sehen hier vorne auch so eine kleine Leitungszuführung. Also irgendwie war da auf jeden Fall mal Strom drauf. Ja, die Bilder, wie gesagt, blende ich euch jetzt gleich ein. Hier vorne liegt noch irgendwas rum. Kann auch irgendwas damit zu tun gehabt haben. Okay, so, dann jetzt gleich die Bilder und dann verlagern wir da vorne hoch zum Grenzführungsturm. Na, wir kommen davon aus der Richtung. Da hatte ich euch gerade diese Struktur gezeigt. Also ich nehme an, dass es sich irgendwie um eine Art Zugangskontrolle dann vorne zu diesem Gebiet gehandelt hat. Genau. Hier haben wir dann auch noch mal Relikte aus der damaligen Zeit. Hier hat man allerdings, also wir haben hier eine sehr hohe Auffahrt. Da oben steht das Postenhäuschen, der Grenzführungsturm. Und hier sind wir dann schon mehr im Hinterland. Und hier ist das alles gar nicht mehr, also das Gebäude hier und so, das wird es alles nicht gegeben haben damals, aber hier ist das alles gar nicht mehr so hoch gebaut. Da haben wir jetzt hier nur noch Höhen von circa 2 Metern. Das scheint mir auch im Original so erhalten zu sein. Wir haben hier allerdings 3 Zaunreihen, wie ihr sehen könnt. Eine ganz vorne, dann die Streckmetallreihe und dann haben wir hier nochmal eine mit einem ganz normalen Maschendrahtzaun. Die erste Reihe ist auf jeden Fall auch oben mit Stacheldraht armiert. Die anderen beiden sind das nicht. Ich gehe aber auch davon aus, dass man hier in diesem Bereich nicht so sehr damit rechnete, dass da jemand durchbrechen wollte, weil wir hier, wie gesagt, da vorne direkt den Grenzführungsturm haben. Also da muss man schon wirklich lebensmüde gewesen sein, wenn man hier durch wollte. Auch total interessant, weil das habe ich vorher nämlich auch noch nicht gesehen, dass das hier dann auch noch so erhalten ist. Scheint da auch noch hinten ein bisschen weiter zu verlaufen. Auf jeden Fall diese
diese Grenzausleuchtung, die ist auf jeden Fall noch vorhanden. Aber ich denke, dass das dahinter dann gleich abbrechen wird, weil wir da ganz normalen Bebau dann wieder haben. Ach, wir haben da vorne noch so eine Stele. Super, die nehmen wir noch mal eben mit. Freut mich, dass ich die entdecken konnte. Vielleicht gibt es da noch was uns ein bisschen erleuchtet. Ah ja, guck, da hinten seht ihr schon den Grenzüberwachungsturm. Da gehen wir jetzt gleich, wie gesagt, auf jeden Fall auch hoch. Und dann haben wir hier noch bestimmt irgendeine kleine Erklärung. Ach, hier haben wir die. Oh, guck mal an. Das ist natürlich richtig toll. Das war eine Hundlaufanlage. Wie geil ist das denn? Die Nummer 7. Ja, wir sind jetzt... ja, guckt, da können wir den die Übersicht, 1, 2, 3. Und dann sind wir hier vorne nämlich hergelaufen und hier war irgendwo dieser Kontrollpunkt, den ich da nicht erklären konnte. Jetzt sind wir an der 7 und dann gehen wir hier einmal so durch. Deshalb haben wir auch die 4 natürlich noch nicht gesehen. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall an. So, dann ganz kurz eine Übersichtsskizze hier, wie so eine Hundelaufanlage ausgesehen hat. Das haben wir ja auch gerade schon gesehen. Wir hatten da entsprechend diese 3 Zäune. Hier der Streckmetallzaun. Der ist allerdings hier noch mit Stacheldraht armiert. Das haben wir da vorne nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich haben wir das dann zurückgebaut. Und ja, zu den Hundelaufanlagen habe ich euch auch schon mal was gesagt bei dem Point Alpha Video. Da kommt die nämlich auch drin vor. Da haben wir auch so einen Plastikhund dann mit einer Hundehütte entsprechend abgebildet. Ist auch sehr schön dort in Szene gesetzt. Ja, ich denke, wenn man auf Pause gestellt hat, konnte man lesen, was da drauf steht. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann gehen wir jetzt hier entsprechend herum, nehmen hier diesen Anstieg und dann melde ich mich oben an dem Turm wieder. Ja, dann macht uns doch die Stele Nummer 6 erst nochmal einen Strich durch die Rechnung, denn hier behandeln wir, wie ihr unschwer erkennen könnt, Minen- und Selbstschussanlagen. Und da haben wir dann auch eine entsprechende Abbildung derselbigen, genau diese SM70 Mine. Das sind auch immer so Sachen, die kann ich mir nicht merken, aber wenn ich sie dann lese, weiß ich wieder, ach ja, richtig, genau, so hieß es. Und ja, hier haben wir noch wohl scheinbar eine Karte mit den Einzeichnungen dieses Minengürtels. Ja, das ist natürlich auch hier ein interessantes Bild, was sich uns da bietet. Ne? Da sind diese Selbstschussanlagen angebracht. Total krass, auch so von der Höhe her. Ne? Wir haben das auf 3 verschiedenen Höhen da. Schon interessant. Ne? Ja, da steht es auch Beine, Brust und Kopf. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar ist das letztendlich nicht, aber schön dargestellt, so wollte ich sagen. Ja, jetzt können wir aber hier direkt, glaube ich, den Schwenk machen auf den Turm. Und da fällt mir direkt eines dran auf. Der hat nämlich eine total interessante Bemalung. Und da werde ich jetzt noch mal eben kurz auf mich zurückschwenken. Und da seht ihr den Hut, den ich hier trage. Ne, diesen selbst angefertigten Ein-Kein-Feldmütze. Und letzten Endes haben wir das übertragen auf diesen Turm, nur in größer. Das ist auch so eine, das habe ich auch noch nie gesehen so. Mich würde da natürlich auch schon interessieren, ob es das in diesem Grenzabschnitt wohl öfter gab oder ob sich hier dann, ja, ich meine, für individuelle Sachen war hier nicht viel Platz. Vor allen Dingen nicht bei den Grenztruppen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendein Wehrpflichtiger gesagt hat, ach komm, lass uns den mal so anmalen. Bei der Bundeswehr hat man ja gerne mal irgendwelche Kellerräume und so verziert. Das waren dann auch gerne mal Wehrpflichtige, die sich dann da so ein bisschen ausgetobt haben, die da so eine künstlerische Ader hatten. Wie das entstanden ist, ob es da zu dieser Bemalung wahrscheinlich mal irgendwie einen Erlass von irgendeinem Ministerium gab, das würde mich auch interessieren. Finde ich nämlich irgendwie auch spannend, sowas. Ja, hier haben wir irgendeine Art von Kfz-Abstellplatz. Da fehlt mir dann auch die genauere Kenntnis. Vielleicht haben wir das hier noch mal ein bisschen genauer beschrieben, was wir hier genau haben. Stele 5, Führungsstelle. Ich halte einfach mal so die Kamera drauf, werde währenddessen auch mal eben lesen. Ah ja, guck, das hat auch wieder der Jürgen Ritter hier fotografiert, um 1980. Da sieht man auch schon diese Ein-Strich-Kein-Strich
Bemalung mit entsprechenden Grenzern. So, was haben wir hier noch eingezeichnet? Das hier vorne, das ist dieser Ablauf. Der steht da links neben dem Haus. Diese Senke dort, ich gehe davon aus, dass es dieses stilisierte sein soll. Da stand die Stromversorgung und Notstromaggregat. Aha, okay. Das hat man da also eingefahren. Gut, das hätte ich so niemals erklären können. Das wäre mir einfach in keinster Weise, hätte sich so durch die Struktur als solches überhaupt nicht erklärt für mich. Also interessant. Man hätte ja auch sagen können, gut, man kann da gedeckt ein Kfz einfahren. Ne? Könnte auch eine gedeckte Stellung irgendwie sein. Aber dann stand da wohl offensichtlich das Notstromaggregat. Muss ich zumindest jetzt dieser Beschreibung dort so entnehmen. Ja, diese Führungsstelle ist mit Sicherheit verschlossen. Das werden wir gar nicht erst probieren, ob wir da irgendwie reinkommen. Aber wir gehen hier noch mal eben so ein bisschen außen rum. Schauen uns dann diesen Betonzaun an. Diese Mauer, die man hier noch installiert hat. Das hier sind eigentlich auch so Platten für den Wegebau. Würde ich jetzt so sagen, die man dann dafür auch zweckentfremdet hat. Ja, vielleicht hat man sich aber auch gedacht, gut, die können wir gut nehmen, weil man hier noch vielleicht so Seeschlitze drin hat, aber das ist eigentlich unnötig. Ne? Wir haben ja hier vorne die große Führungsstelle. Also ich denke, dass rein improvisiert ist, und dann hat man sich gedacht, gut, wenn wir schon aus den Dingern was basteln müssen, dann packen wir die wenigstens so hin, dass man im Fall der Fälle ja dadurch auch noch mal beobachten kann. Gut, dann gehen wir hier vorne weiter. Da ist die nächste Stele. Und oh, da sehe ich auch schon was. Da schalte ich euch gleich wieder zu. Also bevor wir darauf zu sprechen kommen, mal zurückkommen, was ich da gerade gesehen habe, haben wir hier offensichtlich so einen Verkehrsleitpfosten. Dann haben wir hier einmal das eine Auge für den Reflektor. Hier sieht man das unten noch so ein bisschen, der Rest ist abgeplatzt. Und ja, hier dann eben der typische lange Reflektor. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Bauweise. Warum man das jetzt hier aus Beton gemacht hat und nicht irgendwie aus Plastik, das weiß ich nicht. Da kenne ich die Verkehrsinfrastruktur der DDR auch eigentlich gar nicht für. Auf jeden Fall eine interessante Bauweise. Das habe ich so, ja, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, aber nicht, dass ich jetzt davor gestanden hätte und das Ding mal so wirklich anfassen kann. Finde ich kurios. Wer dazu mehr weiß, bitte auch gerne in die Kommentare schreiben. Hier haben wir Kolonnenweg. Der Hund denkt, ich habe einen Impuls gegeben, da hinzulaufen. Habe ich aber gar nicht. Psst, komm hier. So, sehr gut. Das war auch ein guter Impuls. Dann haben wir hier den Kontrollstreifen. Und hier haben wir nämlich das, was ich vorhin entdeckt hatte und was wir unten auf dem Foto schon gesehen haben. Letzten Endes dieses Kfz-Sperrelement, nenne ich das jetzt mal, war so einen richtigen Graben, wo man ja von der einen Seite so einfährt. Ne? Haben wir hier eigentlich nicht. Das ist relativ eben. Man kommt da so runter und würde dann letzten Endes vor dieses Betonhindernis prallen. Das haben wir hier auch schön dargestellt. Gut, dass das noch hier ist, dass man das auch sehen kann. Ja, die ganze Geschichte verliert sich jetzt erstmal da hinten. Wenn man jetzt wirklich motiviert ist, ich denke, vielleicht kann man da noch irgendwo was finden. Ne? Ist durchaus denkbar, dass da vielleicht noch irgendwo was steht. Können wir heute nicht drauf eingehen. Sprengt hier total den Rahmen des Videos, dass ich mich hier noch archäologisch irgendwie betätigen kann. Ja, hier vorne haben wir eben entsprechende Kfz-Sperrhindernisse, die man auch im Volksmund gerne Panzersperren nennt. Jetzt sind wir hier, ach guck mal, da haben wir das auch genauer nochmal beschrieben. Das ist die Stele Nummer 4, die beschäftigt sich eben genau mit diesem Thema. Das filme ich euch nochmal eben so grob ab. Ach, hier wird dann auch von den Sperrgräben geredet und hier sieht man auch ganz deutlich, dass es hier eben entsprechend abfällt, dass man mit dem Kfz schon gar nicht da gerade vorfahren konnte, sondern eingefahren ist und dann letzten Endes vor die Mauer fuhr. Das, wie gesagt, stellt sich hier nicht so dar. Das ist sehr ebenerdig eigentlich. Ja, nochmal eben abgefilmt, grob drüber her, dass man das gesehen hat. So. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt weiter unseres Weges. Oh, guck mal hier, das ist natürlich auch total klasse. Da ist noch einer, der hat sogar noch einen Reflektor da drin. Der ist noch weitaus besser erhalten. Das ist ja geil.
Das ist ja richtig klasse. Ja, tolle Eindrücke, finde ich. Oben nochmal der Führungsturm. So, Dexter sammelt Zecken ein. Ja, mega cool. Dann gehen wir jetzt hier diesen Weg runter. Ich glaube, wir haben alle Stelen hier abgefilmt. Das heißt, wir folgen jetzt hier dem Verlauf des Kolonnenwegs da hinten und verlegen dann über den Parkplatz auf die andere Seite in den so gesehen südlichen Bereich. Ja, etwas voreilig. Wir gehen hier nochmal eben auf diese Struktur ein. Und zwar haben wir hier einen Durchlass. Das Tor wird auch mit Sicherheit noch, ja, das ist auf jeden Fall authentisch. Das ist hier auch so ein Streckmetallzaun. Hier haben wir also so einen Durchlass durch diese vorgelagerte Grenzmauer noch. Hier oben sieht man auch noch schön diesen Ring, den man oben drauf befestigt hat. Da hinten lag ja an der einen Stelle noch so Beton rum. Sah mir schon bald aus, als wenn es ein Überbleibsel eines solchen Ringes ist. Ja, und hier befinden wir uns dann letztendlich vor der Grenze, aber immer noch auf DDR-Gebiet. Die hatten ja immer noch einen Streifen hier freigelassen, damit sie selber natürlich sich auch entsprechend hier vor der Grenze bewegen konnten und dann auch Wartungsarbeiten etc. pp. Eben hier durchführen konnten. Wie weit der jetzt genau ging, das steht hier bestimmt auch irgendwo, vermag ich nicht zu sagen. Aber damit ihr das gesehen habt für eure Eindrücke. So, hier bleiben. Bleib du mal hier. Dann sammeln wir noch einen Eindruck. Hier bleiben. Da haben wir den Zeckmann. Und den werden wir jetzt entfernen und eliminieren. Gut, also dieser Durchlass hier mal eben kurz erklärt. Und dann gehen wir wirklich jetzt auf die andere Seite rüber. Ja, habe ich hier gerade noch gefunden, diese Struktur. Kann ich euch nichts zu sagen, wollte ich aber auch nicht unerwähnt lassen. Der eine oder andere Kenner hat wahrscheinlich schon erahnen können, was sich dort drin befindet. Ich habe es nicht rausgeholt, weil ich mir relativ sicher bin, zu wissen, was es ist. Gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein. Großes Geheimnis. Ja, wir sind also letzten Endes hier noch vor der eigentlichen Grenzanlage auf der westlichen Seite. Jetzt aber hier im Endeffekt, ihr seht das, da vorne kommen wir her aus dem nördlichen Bereich. Hier vorne führt eben diese Hauptstraße durch, deshalb dieser hier von mir jetzt sogenannte südliche Bereich. Und da gehen wir jetzt hier nochmal dran lang. Das heißt, hier hat man auch so ein Teilstück der Mauer stehen lassen. Und wir haben hier die nächste Stele. Und das gucken wir uns mal an, was da noch beschrieben ist. Vorherführend der Kolonnenweg. Ah ja, hier geht es einfach nur, ja, das heißt einfach nur über den Alltag im Sperrgebiet. Jetzt so mit der Grenze an sich hat das vielleicht gar nicht so viel zu tun, zumindest nicht mit dem, was wir hier so sehen können. Ja, ich filme da mal eben einmal grob drüber her über diese Sperrgebietsgeschichte. Da kann sich jeder, der Interesse hat, das auch noch mal eben durchlesen oder entsprechend auf Pause stellen. Gut, damit sind wir hier vorne an der 10. Jetzt gehen wir noch auf die 11. Die steht auch schon da vorne, nämlich eben bei diesem eingekürzten Turm. Da nehme ich euch gleich wieder mit, wenn wir da sind. Der Beobachtungsturm, und dazu gibt es jetzt eine ganz interessante Geschichte, warum der nämlich so kurz ist, wie er ist. Das steht nämlich hier schön drauf. Ich lasse euch das mal eben so erst im Raum stehen, dann könnt ihr das selber durchlesen, wenn ihr da Interesse dran habt. Wir können hier weitergehen. Wir gehen dann hier gleich natürlich auch noch mal drum herum. Wir schauen uns hier natürlich diese Schleuse, den Bunker an, die da vorne entsprechend vorgelagert sind. Und das hier ist dann wohl scheinbar der Turm, so wie es damals aussah. Und hier haben wir nämlich die Erklärung, warum er so kurz ist.
wurde eingekürzt aufgrund von fehlender Statik. Ja, sehr interessant. Das bundesdeutsche Schaupodest, wo das stand, das würde mich natürlich auch interessieren und ob man davon noch was sehen kann. Was ich allerdings weiß, ist, hier steht noch irgendeine Art von Fundament links daneben. Irgendein Sockel, da war irgendwas mal dran befestigt auch. Man sieht hier diese Metallteile, sage ich jetzt mal. Ne? Aber hier steht leider auf der Stelle nicht, was das mal war. Oder ob das hier schon immer stand oder ob das hier nur hingestellt wurde. Es wird auf jeden Fall zur Ablage von Hundekotbeuteln gerne benutzt, wie ich sehe. Auch eine ganz tolle Geschichte. Wir gehen jetzt hier einmal kurz drum herum, schauen uns mal eben kurz den Bunker an. Beziehungsweise diese dort angegebene Schleuse. Vielleicht können wir da oben auch sogar noch einen Blick rein erhaschen in den Turm, eben weil er gekürzt wurde. Wir haben ja hier den Selfie-Stick. Extra hier hin. Ach, schlimm. Das finde ich auch richtig klasse, diese Schleuse. Komm hier hin. So. Die man hier, ja, dass die auch so richtig Struktur hat. Ne? Das ist natürlich schon toll. Sehr interessant. Sehr interessant. Also wirklich nicht einfach nur so Larifari, sondern da hat man schon wirklich so eine richtige Bunkerschleusentür dann auch eingesetzt. Klasse, tolle Eindrücke auch. Ich nehme an, aufgrund dass man hier diesen Bogen sieht, ne, dass man hier dann letztendlich so eine Röhre da vielleicht verbaut hat. Auf jeden Fall das Ganze so in so einer Bogenbauweise. Dann gehen wir hier mal eben hoch. Komm hier hin. Dann gehen wir hier mal eben hoch und schauen doch mal eben in das Teil hinein. Können wir nämlich machen. Wir haben alles dabei. Erstmal fangen wir hier vorne an. Ah, super. Man sieht schon alleine. Oh, da ist links eine Leiter. Ich dachte nämlich schon, ich bräuchte hier eine Taschenlampe, aber das Licht selber ist schon gut genug. Trotzdem nehmen wir mal eben die Lampe raus und leuchten mal eben da unten so rein. So sieht es da aus. Ja, ich kann es auf der Kamera auch ganz gut sehen. Ich denke, die Eindrücke können wir so stehen lassen. Da viel kommentieren kann ich da nicht zu. Man sieht das auf jeden Fall, glaube ich, recht gut, wie es da aussieht. Und jetzt drehen wir das ganze Ding mal nach oben um. Gucken da mal rein. Ah, da ist auch offen. Okay. So, jetzt habe ich die Kontrolle über das Bild nicht mehr so sehr. So, denke ich, haben wir das auch in ausreichender Form abgefilmt. Und jetzt gehen wir da nochmal. Guten Tag. Gehen wir da nochmal hoch. Hier haben wir auch wieder Schieß- oder Beobachtungsscharten. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass das Ding hier hoch genug ist, dass wir da auch was sehen können. Oh, höher komme ich leider nicht. Mit den Eindrücken müsst ihr euch jetzt leider begnügen. Mehr wird es nicht werden. Ja, da bin ich selbst gespannt, was es da noch gibt. Jetzt gehen wir aber da hinten noch runter, denn wir haben dort auch noch eine interessante Struktur. Vielleicht, wenn wir Glück haben, steht da auch noch eine Hinweistafel. Nicht jetzt hier im Zuge dieser Sperranlagengeschichte, sondern für den geneigten Eisenbahnromantiker gibt es da wohl noch eine interessante Stelle. Und das gucken wir uns erstmal an. Ja, was soll ich sagen? Kolonnenweg, aus der Richtung kommen wir. Wir sind jetzt hier angelangt. Ich habe was von Eisenbahnromantik erzählt und jetzt müssen wir uns das mal selber so ein bisschen zusammenstricken. Da kommt gleich bestimmt noch was. Aber hier steht erstmal sowas, da weiß man gar nicht, was soll das bitte sein. Der Riesenstele dahingesetzt, Edelstahl, Einheitsbuddeln 2021, Bundesratspräsidentschaft Sachsen-Anhalt. So, das was hier steht, das ist erstmal... Das ist gar nichts. Ja? Das ist also überhaupt gar keine Information. Du weißt gar nicht, was wollen sie machen. Gemeinsam Zukunftsformen, alles schön und gut. Einheitsbuddeln, was soll es sein? Hat hier jemand gegraben? Wahrscheinlich schon. Was ich sagen kann, das hier scheint die ehemalige Bahntrasse zu sein, die hier mal verlief. Ost nach West. Da hinten haben wir noch eine ganz interessante Sache. Da ist nämlich noch eine Brücke und wie ich gesehen habe aus dem Augenwinkel heraus, da ist auch noch so eine Informationsstele. Also ich meine, dass die gerade
Ich weiß jetzt nicht, das sieht auch so türkis aus. Gucken wir uns gleich an. Ich meine aber, wir hätten eigentlich alle da hinten gefilmt. Diese ist wahrscheinlich außer der Reihe. Egal, wenn wir uns jetzt hier umdrehen, dann sehen wir hier die Eichenallee mit 16 Stieleichen. Das werden die da sein. Und jetzt erklärt sich das nämlich auch, weil hier steht als Zeichen der Verbundenheit auf der ehemaligen Bahntrasse, welche von 1899 bis 1945 die Verbindung zwischen Oschersleben und Schöningen darstellte. Und das ist eben genau dieses hier. So, und da hat man sich gedacht, das Ganze nennen wir Einheitsbuddeln, weil dann jedes Bundesland hier so ein Dingen aufgestellt hat. Ja. So, wir folgen mal dieser Geschichte. Hier sehen wir auch noch irgendeine Art von Beton, die hier liegt. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Hier vorne liegt auch noch Beton. Und in der Weiterführung da hinten sieht man auch noch mal Mauer. Also da gehen wir gleich auch noch mal hin. Das finde ich ja auch total spannend, dass da auch noch was steht. Dieses hier ist so ein typischer Kanalschacht, ne, den man da wahrscheinlich hingelegt hat. Aber diese Brücke hier, also das ist ja auch, das sind ja auch ganz tolle Eindrücke. Ach, guck mal hier, da ist die Nummer 12. Haben die denn nachträglich hier angebracht? Ist sie da oben auch zu sehen, die Nummer 12? Das gucken wir gleich nochmal. Also ich meine, das hätte hier mit der 11 geendet, aber keine Ahnung. Das ist natürlich total interessant. Hier noch, ach guck mal, da haben wir sogar jemanden, das ist sogar der Hermann Pröll, der das Foto auch letzten Endes gemacht hat oder von dem das Foto kommt. Selber als Wehrpflichtiger hier. Total interessant. Auch interessante Informationen noch daneben. Und der hat hier noch das typische DDR-Flächentarn oder Blumentarnmuster an. Und dann sieht das oder sah das damals so aus. Das ist die Eisenbahnbrücke. Ah, okay. Und dann verlief der Weg aber relativ nah an der Brücke. Das ist heute nicht mehr. Kann da vorne vielleicht gewesen sein, dass die hier auf der Westseite standen? Ja, genau. Wahrscheinlich wird das so sein. Dieser Blick, Achtung, Bachmitte Grenze. Kann ich jetzt, doch, können wir sagen, pass auf, können wir, hier. Da haben wir das Teil. Ostseite. Also schon herausgefunden, von der Westseite aus fotografiert. Und das war hier die ehemalige Eisenbahnbrücke. Die gibt es so nicht mehr, aber die Brücke sieht trotzdem so aus, als wenn sie schon einen Tag älter wäre. Was sie allerdings nicht ist, weil es ja um 1990 ist. Also das haben wir jetzt, die Brücke, ach ja, 95 wird die historische Brücke abgerissen. So, komm, bevor ich mich jetzt hier wirklich total voll quatsche, gehen wir aber dennoch einmal hier drüber her. Hier liegen diese Bahnschienen, ob die jetzt noch in irgendeiner Weise original sind, das vermag ich natürlich auch nicht zu sagen. Kann auch sein, dass man die da zu Anschauungszwecken nochmal aufgestellt hat. So, und hier haben wir dann den Grenzfluss, die Aue. Und hier vorne sieht man auch die entsprechenden, diesen kleinen Strommasten. Ja gut, gegen den Baum jetzt glaube ich nicht so gut. Da gehen wir trotzdem mal eben kurz rüber. So, und jetzt sind wir hier im Westen. Richtig klasse. Also was für tolle Eindrücke hier noch wieder entstehen. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Ja, und hier seht ihr ja doch die typisch, ne, dieses breit ausgebaute, diese ja, ehemalige Bahntrasse. Wird hier auch scheinbar rege genutzt von Fußgängern oder auch von Radfahrern. Der könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch folgen und da noch irgendwie ein historisches Video drüber machen. Aber ja, haben wir jetzt keine Zeit für. Dexter, komm hier. Ja, komm mal her. Wir gehen jetzt noch mal eben auf die andere Seite rüber und gucken noch mal nach den Überresten der Mauer, die wir da hinten sehen können. Brückenwiderlager sind auf jeden Fall noch da. Also der Bereich, wo die Überreste hier noch dieser Grenzmauer stehen, der ist leider komplett mit Weidezaun eingezäunt. Da mache ich mir jetzt auch nicht die Mühe, da irgendwie durchzugehen. Was soll das? Den haben wir ja gerade genug gesehen. Aber erwähnenswert finde ich es allemal, dass hier hinten halt auch noch so ein Stück steht. Was auch, jetzt hoffe ich mal, auch stehen bleiben wird. Oder ja, auf Dauer dann auch stehen bleiben wird. Man sieht hier vorne vor, hat sich schon recht viel Brombeere angesammelt, die man aber auch fleißig zurückschneidet. Also da bin ich doch positiver Dinge, dass sich da jemand ein bisschen drum kümmert. Schöne Sache. Ja, der Kolonnenwegverlauf führt dann irgendwo hier nach links und ach, keine Ahnung, wo das noch alle hergeht.
An dieser Stelle möchte ich das Video auch beenden von unserem kleinen Dexter, komm mit, von unserem kleinen Ausflug hier am Grenzdenkmal Hüttensleben. Ich fand das hier sehr interessant, ja, vor allen Dingen auch aufgrund dieser ganzen Infotafeln, die da stehen. Die waren doch sehr zielführend, auch für jemanden, sag ich mal, der jetzt nicht ganz so super darauf vorbereitet ist auf das Thema, kann man immer mal auch ein paar Informationen schnell rausziehen. Klasse Geschichte, kann ich nur jedem raten, hier mal vorbeizugehen, wenn er dann auf Durchreise ist. Hier kann man sich auf jeden Fall auch schön die Füße vertreten und man kann ein bisschen mit dem Hund zum Beispiel durch die Gegend laufen. Ja, bevor ich mich jetzt hier total verquatsche und vom Thema abgleite. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Und ja, ich habe ja die eine oder andere Frage in dem Video auch gestellt über Strukturen, die ich mir so nicht erklären konnte. Vielleicht weiß das ja einer. Also gerne auch was Zielführendes in die Kommentare rein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir schauen Dexter auf Tour. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ich muss doch noch mal eben ganz kurz zurückkommen auf diesen eingekürzten Grenzturm. Sowas sind natürlich auch Zeichen eines ja, untergehenden Staates oder beziehungsweise eines Staates, wo man weiß, da läuft es wirtschaftlich nicht sonderlich gut. Denn wenn man sich wirklich die Schmach geben muss, einen Grenzturm, der ja eigentlich auch etwas darstellen soll, dann aus baustatischen Gründen einzukürzen, anstatt den zu stabilisieren oder auch einfach da einen Neubau hinzusetzen, ist das natürlich schon, beziehungsweise ich sag mal so, es spricht natürlich Bände. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Grenzer, der hier war, sich da auch ziemlich veräppelt vorkam, als er dann plötzlich dieses eingekürzte Ding gesehen hat und dann da drin Dienst tun musste. Also für mich auch so ein bisschen irgendwie ne, ein Schlag unter die Gürtellinie der eigenen Grenzmannschaften. Und noch ein kleiner Nachtrag. Ja, die Eisenbahnbrücke steht auch hier auf diesen Stelen drauf. Habe ich nur komplett übersehen. Jetzt haben wir doch tatsächlich die Stele Nummer 8 vergessen. Und zwar haben wir hier das vorgelagerte Hoheitsgebiet. Das haben wir also auch noch mal vernünftig beschrieben hier. Das filme ich euch ganz grob mal eben drüber her. Ich habe da hinten nämlich, ich bin hier. Ich bin hier. Pass auf, pass auf. Die haben ja gesagt, dass von dem Beobachtungsturm die Besucherplattform von Westdeutschland, dass die da die Besucher beobachtet wurden. Jetzt habe ich mich ja gerade schon gefragt, wo war diese Plattform? Ich gucke mal eben, ob wir hier vorne noch irgendwas finden. Ob in diesem Bereich was ist, denn eigentlich muss die hier gestanden haben. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Und da steht auch schon noch so eine Stele. Schauen wir mal, was sich da noch draus ergibt. Guck mal hier, da ist doch die Nummer 9. Sag mal, sind wir denn alle hier völlig verrückt oder was? Das ist ja sogar hier ausgeschildert. Ja, manchmal muss ich doch wirklich auch an meinem Verstand zweifeln. Ne? Also, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Also das Schaupodest ist hier sogar. Das ist ja total interessant. Dann gucken wir uns das mal eben ganz kurz an. Gesperrte Brücke, häufig besuchter Ort. Zone, richtig, drüben, alles bekannt. Also, dieses Schaupodest selber ist dann wohl dieses. Es steht jetzt allerdings nichts dabei, ob das hier noch in irgendeiner Weise steht. Was man hier sehen kann, ist entsprechend die Aue, ne? Das führt dann hier so lang. Da werden die hier irgendwo gestanden haben. Und dann haben wir hier auch die gesperrte Auebrücke. Ah, das ist natürlich auch total toll, denn dieses dort, was wir dort sehen, ist nichts anderes als dieser Brückenneubau hier. Das können wir also so direkt übertragen von damals auf jetzt oder von jetzt auf damals. 1960er Jahre, auch ein ganz klasse Bild. Und guckt mal hier, da seht ihr im Hintergrund nämlich genau das Haus, was auf dem anderen Foto auch noch drauf ist und was hier auch noch zu sehen ist. Ja, man möge mir verzeihen, dass ich also wirklich nicht ansatzweise diese Schautafel auf dem Schirm hatte. Ich gehe jetzt hier noch mal eben rein und dann, wenn noch was gibt, dann starte ich wieder zu. Gut, die wirklich letzten Eindrücke jetzt hier. Der kastrierte Beobachtungsturm, die Aue.
In der Mitte der Aue war der Grenzverlauf, wie wir ja vorhin schon unschwer lesen konnten auf dem einen historischen Foto. Und genau gegenüber des Turmes befindet sich dieser Wallbereich. Und ich muss jetzt ganz stark davon ausgehen, dass entsprechend hinter diesem Wall oder auf dem Wall irgendwo hier war diese Konstruktion dieses Beobachtungspostens oder dieser Beobachtungsplattform. Ja, das war ja eine zivile Nutzung hier. Ob da noch in irgendeiner Weise was zu erkennen ist. Bei der Vegetation jetzt schon erspare ich mir das, glaube ich, da jetzt wirklich reinzugehen. Ich gehe hier einmal ganz kurz so an den Rand des Walls gehen. Hier vorne sieht man so ein bisschen Beton. Das ist aber so ein typischer Zaunverlauf eigentlich. Ob da auch mal so ein Zaun davor war, ja, keine Plan. Mutmaßerei. Das müsste das hier aber gewesen sein. Gehe ich jetzt stark davon aus. So, und jetzt schließe ich das Video auch wirklich ab. Sage nochmal die Worte, wenn euch das hier gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, schreibt was zu meinen Fragen in die Kommentare rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Joscha und Dexter auf Tour. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.